Hallihallo, und zwar zu einer weiteren kleinen Vorbereitungstutorial. Und zwar, es geht weiter mit dem Thema KIs. Wie man sieht, ich habe hier die KI-Szene ein bisschen aufgehübscht, dass man das Enemy ein bisschen besser sehen kann und den Player ein bisschen sehen kann. Der Player, den kann ich jetzt auch steuern, so, also nichts Großes jetzt gemacht. Und ich habe den Sichtkegel, habe ich einmal so transparent eingefärbt, dass man den sehen kann. Aber da brauchen wir uns gar nicht dran gewöhnen, denn wir werden den sowieso gleich entfernen. Denn wir haben jetzt beim letzten KI-Tutorial haben wir ja quasi einfach schon eine simple KI gemacht, die sich merkt, wo sie den Player als erstes gesehen hat, mittels auch Sichtkegel und sonst was. Wir hatten schon das mit den Sichtkegeln, dies, das. Ja, das ist ganz gut für simple KIs so, aber wir wollen jetzt unsere KI ein bisschen komplexer aufbauen und dafür werden wir jetzt ein paar Vorbereitungen machen. Ich will nicht mehr so eine Stunde lange Sachen machen, deswegen mache ich lieber mehrere kleine Parts so mit den Vorbereitungen und dann mit dem Endgame. Gut. So, also mit dem Sichtkegel und dem Raycast, um zu überprüfen, ob er wirklich im Sichtkegel ist zwar ganz nützlich, kann man auch benutzen für KIs, zum Beispiel für Shooter-Games und sonst was so, kann man das benutzen, aber ich orientiere mich jetzt ein bisschen mehr so nach der Hello Neighbor KI und da haben wir dann nämlich ein Problem, wenn wir jetzt hier mit dem Sichtkegel arbeiten, den wir halt modelliert haben, also mit dem Triggern und mit dem Single Raycast, haben wir nicht wirklich, ja, viele Möglichkeiten mit der KI zu machen, denn er kann ja nur wirklich dann immer auf den Player direkt interagieren, also er kann nur mit dem Player interagieren und man hat ja noch Objekte wie du bist unter einem Bett versteckt, du bist in einem Schrank versteckt, kann ich dieses Objekt nehmen, kann ich dieses Objekt benutzen, um dich damit zu verletzen oder sonst was. Also unsere KI hatten sehr wenig Entscheidungsmöglichkeiten, sie hatten eigentlich nicht wirklich eine Entscheidungsmöglichkeit, sondern nur eine. Sie kann entscheiden, wo sie als erstes nach dir guckt, basierend auf ihrer Erinnerung. Das wollen wir wollen aber unsere KI ein bisschen komplexer machen. Sie soll komplexere Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel auch kalkulieren können, also selbst einschätzen können, da und dahin geht der Spieler vermutlich. Da und dahin ist der Spieler ausgewichen. Denn wenn das Enemy hat uns ja schon verfolgt, also wenn wir in seinem Sichtkegel waren und er uns auch gesehen hat, keine Wand dazwischen war, dann hat er uns auch verfolgt. Waren wir aber allerdings aus dem Sichtkegel raus, dann ist er einfach trostlos weitergegangen, so, und ihm war alles egal, so, weil er uns aus den Augen, aus dem Sinn, ja, das ist halt nicht wirklich intelligent, so, das ist halt nicht wirklich KI-like, sondern wir wollen ja bestimmte Kalkulationen machen, also die KI soll bestimmte Kalkulationen machen, wie, du bist aus meinem Sichtfeld rausgegangen, aber bist in diese Richtung gegangen, ergo gehe ich auch in diese Richtung und guck, ob ich dich da noch finden kann. Und so weitere Entscheidungen. Und dafür machen wir jetzt erstmal ein paar Vorbereitungen. Wie zum Beispiel habe ich jetzt hier schon mal so zum Zeigen, was ich jetzt zum Beispiel meine, was wir jetzt nämlich abändern ist, wir benutzen keinen Sichtkegel mehr im herkömmlichen Sinne, den löschen wir raus, also mache ich gleich, sondern wir benutzen jetzt also quasi Raycasting und machen diesen Sichtkegel komplett mit Strahleninformationen, also mit Raycastes, so dass wir dann wirklich, dass die KI wirklich weiß, was ist alles vor mir, sodass sie dann sehen kann, vor mir ist ein Schrank, vor mir ist eine Wand, vor mir ist ein Bett und sonst was und dann selbst entscheiden kann, gucke ich jetzt in diesen Schrank rein, gucke ich da rein und wenn der Player auch im Sichtfeld ist, dann soll die KI natürlich entscheiden, alles klar, ich gehe zum Player. Ich gehe mal in Play-Mode und zeige das einmal kurz. So, und wie wir jetzt hier schon sehen, läuft die KI wieder ihre Erinnerung ab und sucht nach. Und wie wir sehen, haben wir da die Strahleninformationen. Ich habe jetzt da einen Debug-Mode eingebaut, sodass wir sehen können, was auch die KI sieht. So, und jetzt sieht man, die KI hat den Player noch nicht entdeckt. Sie guckt nach ihrer Erinnerung und sucht diesen Platz hier ab, weil sie sich erinnert, hier war der Player mal. Guckt alles ab, okay, hier ist der Player nicht, suche ich weiter und zack! Jetzt beginnt er in Pause-Modus, denn er hat den Player offensichtlich gesehen mit der Strahleninformation. Er steht hier, er guckt nach da ist der Strahl und da sieht er den Player. Und dann kann er mit dem Player interagieren. Wenn jetzt aber zum Beispiel der Player jetzt hier einfach runtergeht, dann, wenn er jetzt einfach hier verschwindet, können wir dann hier die letzte Position, also der kann sich die KI die letzte Position merken und dann geht sie in diese Richtung. Dann geht sie einfach einmal in diese Richtung und kalkuliert ihren neuen Weg, also ihre neue Route, basierend auf der letzten Information, die sie gesehen hat. Aber wenn jetzt zum Beispiel ja auch noch irgendwie ein Schrank oder sonst
was wäre und er den jetzt nicht gesehen hätte, könnte man da zum Beispiel noch sagen, da ist ein Schrank, ich erinnere mich, ich habe den Player schon mal in einem Schrank gefunden, ergo gucke ich mal in diesen Schrank nach. So, wenn zum Beispiel jetzt, da ist der Player, da ist seine letzte Information. Hier steht ein Schrank und er sieht den Schrank. Dann erinnert sich die KI, okay, ich habe den Player schon mal in einem Schrank gefunden. Da war seine letzte Position, da steht der Schrank. Vermutlich ist der Player im Schrank, dass die KI dann im Schrank nachguckt. Und dafür haben wir dann diese Strahleninformation, also die Raycast-Information, dass wir dann mit mehreren Objekten interagieren können. Das ist jetzt natürlich nur zweidimensional, wir werden das jetzt noch dreidimensional machen, aber das dann beim nächsten Mal. Wir machen jetzt erstmal nur die Vorbereitungen für die Strahleninformation und verbessern ein bisschen das Erinnerungsvermögen. So. Also gehen wir einmal ins Script wieder rein und gehen erstmal zum Save Found Point. Der Save Found Point war ja die Stelle, wo die KI den Player das erste Mal gefunden hat, um halt die Erinnerung zu speichern. Da habe ich ihn das letzte Mal als erstes entdeckt. Die Sache ist, wenn jetzt der Spieler aber fast an derselben Stelle entdeckt wird, dann merkt er sich diese Stelle ja auch. Das ist ja eine unnötige Information, die KI nicht verarbeiten muss, weil das ballert nur sein Brain quasi voll, das ballert nur sein Schädel voll und diese Information braucht er ja nicht. Wenn der Player jetzt nur 1 Meter weiter weg steht als beim letzten Ort, wo er stand, dann okay, dann musst du diese Stelle nicht nochmal neu merken, denn du hast dir diese Stelle ja schon gemerkt. Deswegen sagen wir jetzt einfach beim Save Found Point, machen wir einmal eine Schleife, zack, einmal Vorschleife und da sagen wir dann m.position count und dann fragen wir einfach nur ab float d für Distanz und zwar der Vektor free.distance und dann gucken wir einfach nur, ist die übergebene Position und m.position anstelle i. So, dann geben wir die Abfrage und fragen einfach nur if d kleiner oder gleich 5. Dann sagen wir einfach nur return, also springen hier einfach raus und merken uns diesen Punkt nicht mehr, denn jetzt ist ja 5 Units, also ist die neue Position 5 Units entfernt. Ich werde keine 10 Units machen, weil Units kann man 1:1 in Meter umrechnen, also das ist quasi der virtuelle Meter, ein Unit, und 10 Meter ist halt schon ein immenser Unterschied, so, also zwischen 10 Metern kann ja auch eine Wand zwischen sein, ein Baum zwischen sein oder sonst was dazwischen sein, oder in 10 Metern kannst du im Garten stehen und 10 Meter weiter stehst du im Haus, das wäre ein bisschen viel, aber 5 finde ich ist okay. Und deswegen sagen wir, ist die Distanz unter oder gleich 5 Meter return. Wir brauchen diesen neuen Punkt uns nicht zu merken. Dann können wir da jetzt natürlich noch einfach einen Debug ausgeben, also debug.log und dann sagen wir einfach to close our exit memory. So. Und dann sagen wir ihm einfach nur, spring hier direkt raus, du brauchst diese neue Information nicht speichern, damit wir einfach die Erinnerung von der KI nicht einfach überfüllen, weil das ist ja alles komplett unnötige Information so. Also warum sollte er sich diese ganzen Punkte merken, weil er muss ja mit diesen Punkten kalkulieren, denn das ist ja seine Erinnerung, logischerweise. So, dann gehen wir einmal hier ins Update und machen etwas auch ganz anders. Also wir löschen erstmal ein paar Dinge raus, wie zum Beispiel die Set a Destination hier von unserem Navmesh Agent in der Memory löschen wir auch einmal raus. Das kommt weg. Dann haben wir ja hier die Raycast-Information für unseren Sichtkegel und mit dem Player, das können wir auch alles nehmen und einmal rauslöschen. So, dann ist das hier alles weg, dann brauchen wir das auch nicht mehr. Das kann einmal bleiben, das ist ja die Random-Position. Und dann setzen wir noch einmal dann können wir auch hier das Set Movement, das machen wir auch raus. Das ist auch unnötig. So, und das Else hauen wir auch raus, das ist auch unnötig. So, was wir allerdings machen, ist einmal eine Verzweigung, und zwar einmal checken, Move, also können wir uns bewegen, ja. Dann sagen wir erstmal den Navmesh Agent, und zwar Auto Repath, also
Auto-Repath beim Navmesh Agent sorgt dafür, dass er einen automatischen neuen Pfad generiert, wenn der angegebene Pfad nicht Dings ist. So stellen wir einfach nur sicher, dass das auf True gesetzt ist. Man kann das auch in Inspector eigentlich machen. So, und dann sagen wir dasselbe nochmal für Auto Breaking. Und zwar, dass er eine Route abbricht, wenn er eine kürzere Route gefunden hat. Also er berechnet die Route weiter, auch wenn die Destination ausgeführt wird, und berechnet aber trotzdem eine neue Route, diesen Auto Repaid. Und dann, wenn die neue Route kürzer ist als die vorhandene Route, dann bricht er die Route automatisch ab. Also Auto Breaking einfach auf Ansetzen. So, dann können wir natürlich erstmal den Navmesh sagen, Set Destination, und zwar zu Target, denn wir brauchen ja nur einmal eine Bewegungsabfrage. So, und dann haben wir das auch schon im Großen und Ganzen, was jetzt die Hauptveränderungen kommen. Jetzt kommt dann natürlich noch die neue Methode, um den Sichtkegel zu machen. Dafür nochmal in Unity erstmal den Sichtkegel selbst nehmen und einmal rauslöschen. Also tschüss Sichtkegel, jetzt bist du fort. Wir brauchen dich nicht mehr. Und dann erstellen wir uns einfach ein Skript, und das Skript nennen wir einfach Ray Cone, also Strahlenkegel quasi. Mehr ist das schon gar nicht so. Das ist ja auch einfach nur ein Strahlenkegel. Entschuldigung. So, und wir machen ja erstmal nur einen simplen, also nur zweidimensional, aber wir werden noch einen dreidimensionalen machen, wenn dann die Zeit dafür gekommen ist. So, in Raycode machen wir uns jetzt die Public Static Methode, und zwar mit dem Rückgabewert Collider Array, denn wir wollen ja alle Collider, also alle Objekte, die wir mit unserem Raycast treffen, wollen wir dann zurückgeben. Also sagen wir einmal hier, das ist dann Ray Arc, die Methode. So. Und so, als Parameter übergeben wir einfach nur erst einmal das Transform, von dem wir aus losballern. Also sagen wir einmal Transform Start Transform. So. Dann einmal die Segmente, aus denen die Strahlen bestehen, also wie viele Strahlen gesendet werden. Also einmal int Segments, so, dann einmal die Distanz natürlich, also wie weit gehen die Strahlen, also float distance, und dann einmal den Grad, also den Sichtkegel selbst, also in Angel, und da sagen wir dann einfach nur float the Angel. Und dann machen wir nochmal, jetzt haben wir Leerzeichen gemacht, hoppla. Und dann machen wir nochmal ein Boolean für das Debuggen, so dass wir die Strahlen sehen können. Also machen wir jetzt einfach ein Default Boolean, und da sagen wir einfach Debug, so, und den setzen wir auf Default auf False, so dass wir den nicht übergeben müssen, dann ist er automatisch ausgeschaltet. Aber wenn wir es auf True setzen, also das noch hinzufügen, dann können wir halt debuggen. So, das ist jetzt eigentlich recht simpel, wie wir das jetzt einmal machen. Wir erstellen einmal eine Liste aus den Collidern, die wir treffen. Collider, also sagen wir einfach C, passt schon. New List Collider. So. Dann brauchen wir einmal den Raycast, Hit. So, und dann brauchen wir einmal ein Vector Free für unser Target, also für das Ziel. Target Pose ist gleich Vector Free.0. Da haben wir ja noch nichts drin. So, dann brauchen wir einmal eine Schleife, For-Schleife, und in der For-Schleife geben wir ihm jetzt erstmal die Startinformation, also den Startwinkel quasi. Und das, was heißt quasi, es ist der Startwinkel. Und den müssen wir aber allerdings in ein Int umcasten, also sagen wir jetzt einfach hier, wir machen das ganz grob, und zwar einfach Klammern Int, nochmal Klammern, und dann sagen wir einfach minus the Angel mal Punkt 5f. So, das ist dann unser Startwinkel. Dann brauchen wir natürlich das Ziel, also unser Endwinkel. Und da sagen wir dann i kleiner gleich wieder einmal Klammern, einmal den Int casten. So, und dann sagen wir einmal zu the Angel mal 0,5f. So, und i rechnen wir dann hoch, und zwar mit den Segmenten und dem Winkel, den wir haben, so dass wir dann i immer den nächsten Platz einnimmt. Das casten wir wieder, also sagen wir einfach nur wieder Klammern Int
nochmal Klammern und dann sagen wir einfach nur the angel, so, geteilt durch die Segmente, die wir haben. So, dann wird das in ein int umgecastet und gerade abgeschnitten, sodass wir da keine Fließkommazahlen haben. So, dann brauchen wir einmal die Position von unserem Target, also das Target selbst. Und da sagen wir dann Target Pose ist gleich Start Transform .position, denn wir wollen ja immer von uns, von dem Objekt, also dem Enemy, der KI, von dem Objekt aus den Strahl losschicken. Also sagen wir einmal die Start Transform Position plus Klammern und dann sagen wir einmal Criterion dot Euler und dann sagen wir einfach nur 0, dann i und 0. So drehen wir dann jetzt unsere Startposition nach vorne mit jeweils i. Also können wir jetzt hier einfach sagen Criterion Euler mal Start Transform dot vorwärts. So, diesen Wert normalisieren wir, also normalized. Und dann nehmen wir das mal der Distanz, die wir haben. So. Dann haben wir jetzt einfach nur unsere Position genommen, rechnen darauf den Wert, also den Vorwärtswert und machen den Angel, also die Gradanzahl jeweils mit dem i, also drehen wir das einmal auf der y-Achse, so dass wir dann einen Sichtkegel haben. Den Wert normalisieren wir, so dass es dann wieder nur zwischen 0 und 1 ist und dann pallern wir da einfach die Distanz drauf, so dass der Strahl nach vorne geht. Gut. Dann haben wir jetzt noch keine y-Information, weil wir haben ja noch kein dreidimensional erkennen. Das kommt erst, wenn wir das brauchen. Deswegen sagen wir einfach nur Target Pose y ist gleich starttransform.position.y, sodass es einfach auf der Augenhöhe ist und dann passt das auch schon. Dann machen wir die Physikabfrage. Einmal if physics und da nehmen wir jetzt ein Linecast statt ein Raycast. Ein Linecast ist fast dasselbe wie ein Raycast, also eigentlich dasselbe System, nur wir haben andere Möglichkeiten als Parameter. Und zwar als erstes geben wir eine Startposition an, starttransform.position und eine Zielposition, und zwar das Target Pose. Und dann einmal die Information aus Hit. Und dann haben wir das auch schon. Ist fast wie ein Raycast, nur der Raycast wird halt in einem Direct, also in einem Ray geschossen direkt und der Linecast ist halt eine Linie, die wir irgendwo random zeichnen, quasi. Also mehr ist das auch schon nicht. Dann fragen wir einmal ab, if hit.collider nicht gleich null, also haben wir irgendwas getroffen und wenn wir irgendwas getroffen haben, dann einmal bitte fragen, if Aufrufezeichen, also ist nicht C, unsere Liste, contains, und zwar den Hit Collider, den wir getroffen haben. Und wenn der Collider nicht in der Liste schon mit drin ist, dann sagen wir einfach c add.hit.collider. So, dann merken wir uns, was wir getroffen haben. Dann hauen wir jetzt nochmal den Debug rein, also sagen wir hier einfach if debug, dann sagst du bitte debug.drawLine und zwar von Start Transform.position zu Hit.point, denn wir haben ja was getroffen und dann in der Farbe Green. Green. So, dann haben wir da unseren Debug, dann müssen wir natürlich noch für den Debug außerhalb, wenn wir jetzt nichts getroffen haben, also einmal else, so, und dann wieder if, jetzt kommen wir runter, if debug, dann einmal dasselbe, nochmal hier debug draw line, nur dass wir, wenn wir halt nichts getroffen haben, nicht den Hitpoint natürlich nehmen, sondern das Target Point. Target Pose, also die Target Position. So, das war's dann auch schon. Jetzt brauchen wir natürlich noch den Rückgabewert, also das Return, und zwar sagen wir einfach nur Return c.toArray und dann übermitteln wir automatisch so alle Collider, die wir treffen und die gerade in unserem Sichtkegel drin sind.
So, noch einmal alles überprüfen, ob auch alles richtig ist. Es ist alles richtig, so wie es sein soll. Dann können wir wieder zu unserer AI gehen, also zu unserem Ding-Script. Und in unserem Dings können wir dann einmal in der Fix-Update-Methode, weil das ja eine weil Raycasten und sonst was ist ja eine physikalische Abfrage, deswegen machen wir das in der Fix-Update, damit das schön fix geht. So, und da sagen wir dann einfach nur Collider, Array, keine Ahnung, C, passt schon. Und dann können wir einfach sagen, Ray Cone.RayArc. Und da übergeben wir dann einfach nur das Transform von unserer KI. Und dann sagen wir da als Segmente, habe ich da jetzt 35 genommen. Man kann natürlich, Entschuldigung, also man kann natürlich umso mehr Segmente und so genauer ist es natürlich. Aber ihr solltet nur so viele Segmente machen, dass zwischen den Segmenten der Player nicht durchhuschen kann. Also da sollte nicht so viel Platz sein, dass er dazwischen sein kann, aber auch nicht zu eng, weil das halt sehr performance-lastig auch ist, ne? So viele Strahlen halt zu senden. Deswegen bei mir ist es jetzt passend 35. So, dann sagen wir einmal die Distanz, da sagen wir einfach 45 Units, also 45 Meter, das ist schon recht weit. Und dann sagen wir einfach den Angel, also das Sichtfeld, da sagen wir 90 Grad. Und zum Debuggen hauen wir da einfach ein True mit rein. So, und wir können das True auch einfach weglassen, dann wird halt nicht gedebuggt, logischerweise. Wir haben ja ein Default gesetzt. So, dann können wir einfach in unserer Fix-Update eine For Each machen. For Each. Und dann sagen wir einfach Collider. Das ist das Target in C. So. Und dann können wir jetzt mit den Informationen arbeiten, die wir da in dem Array drin haben. Also können wir da einfach nur fragen, if das Target, was wir haben, attach rigid body, also hat es ein Physik-Component, also hat es einen Starkkörper, wenn das der Fall ist. Also wir fragen natürlich, ist nicht gleich null, also wenn er einen hat. Eigentlich könnte man auch einfach nur Dings übergeben, also wenn er einen hat, man muss dann nicht gleich null machen, sondern so kann er einfach gucken schon direkt, also das ist eigentlich unnötig, dieses ist gleich null. Und wenn er einen Rigid Body hat, dann ist es offensichtlich unser Spieler momentan noch, wir werden das später noch ausarbeiten, aber wenn das der Fall ist, dann kannst du Debug Log machen, so, und dann einfach sagen Player Found. So. Und dann kann man, ich habe zum Beispiel das System dann abgebrochen und dann habe ich einfach hier debug.break gemacht, so dass es dann direkt in Pause-Modus geht. So, das reicht dann auch erstmal. Wir haben schon mal die Vorbereitungen gemacht. Das sind auch schon wieder 22 Minuten. Also ja, wir werden das beim nächsten Mal, werden wir dann noch weiter eingehen, wie wir dann die Informationen, die wir ja vorher hatten, also dass die Änderungen gespeichert werden, jetzt mit der neuen Methode machen, also mit unseren Collidern und mit unserem Ray, doch wir werden ja noch mehr Informationen speichern. Also wir haben ja momentan nur die Erinnerung, ich erinnere mich, wo ich ihn das letzte Mal als erstes gefunden habe. Ja, das ist das ist jetzt nicht so intelligent, so wow, du kannst dir merken, wo du ihn das letzte Mal gefunden hast. Wir wollen ja mehr haben und das kommt dann beim nächsten Mal so. Aber ja, 22 Minuten reicht erstmal. So, dann bis zum nächsten Mal und jo, dann ciao.